Mein Thema And my subject ist leidenschaftliche Anbetung. is passionate worship. So, die Zeit läuft, alles klar. So time's going. Ich habe auch 3 Punkte für euch. Warum ist leidenschaftliche Anbetung wichtig? I also have 3 points. Why is passionate worship important? Was ist Anbetung? What is worship? Und wie kann ich überhaupt anbeten? And how can I even Und wenn wir worship? Zeit haben, gibt es noch einen kleinen Bonus. And if we have more time, there's a little bonus. So, warum ist leidenschaftliche Anbetung so wichtig? Why is passionate worship so important? Einmal ist es wichtig für Gott, First, it's important for God. denn Anbetung zieht ihn an. Because worship draws you near to Him. Wenn wir anbeten und preisen, dann bekommen wir seine If you Aufmerksamkeit. worship and praise, you get His attention. Anbetung ist das, was Gott verdient. Worship is what God deserves. Egal, ob wir es fühlen oder No nicht, matter if we feel like it or not, weil er ist Gott, ob es uns gut geht oder nicht. because He's God, no matter how we're doing. Anbetung schafft Raum für Gott. Worship makes room for God. Ich denke, viele kennen diesen Vers, I think many know this verse, dass Gott im Lobpreis seines Volkes lebt. that God lives in the praises of His people. Und wenn man das Wort genau anschaut, was da wohnen bedeutet, If you look at the word live in His dann living, bedeutet das so viel wie ihn zu trönen, also einen Thron für ihn zu bauen. that basically means us building a throne for Him. So, es bedeutet also, wenn wir anbeten, bauen wir ihm im Geist einen Thron, So it means that if we worship, we build a throne for Him in the auf spirit, dem er sehr bequem sitzen that kann He can sit on very und comfortably seine Freiheit haben and kann. have His freedom. Bedeutet, wenn wir nicht anbeten, So if we don't worship, dann könnte es sein, dass das, was Gott tun then möchte, it could be that what God wants to do, dass wir ihn daran hindern. that we will hinder Him. So, für dich persönlich. So for me personally, A.W. Tozer hat gesagt, A.W. Toza said, jeder Mann und jede Frau, every man and every woman die Anbetung langweilig findet, that thinks that worship is boring ist nicht bereit für den Himmel. is not ready for heaven. Bruder Chris hat es auch gesagt, Brother Chris also said this. wir werden nichts anderes tun im We Himmel. won't do anything else in heaven. Wir werden Gott loben und We preisen. will worship God. Lobpreis befreit dich. Praise frees you. Wenn du Gott preist, When you praise God, dann können die Ketten abfallen. then the chains can fall. Wenn du Gott lobst, When you worship God, das sehen wir auch, wo David, wo seine Frau entführt wurde, and that was also when David's wife was kidnapped. sehen wir den Vers, wo drin steht, David stärkte sich im Herrn. It says that David strengthened himself in the Lord. Immer wenn es David schlecht ging, Every time David was doing it ist er in bad, die Anbetung gegangen. he went into worship. Ist er in Lobpreis He gegangen. went into praise. Weil er wusste, dass das die Möglichkeit ist, mit Gott in Kontakt zu Because he treten. knew that is the opportunity to get in contact with God. Und zum Dritten, wir sind der Tempel Gottes. And third, we are the temple of God. Und im Tempel findet immer Anbetung statt. And there's always worship in the temple. Für andere, For others, Jesus sagt, wenn ich erhoben werde, ziehe ich alle Menschen zu mir. Jesus said that if I am lifted up, I will draw everyone near So to ist es me. unsere Verantwortung für andere, So it's our responsibility for others, wenn die Gäste in die Gemeinde kommen, when the guests come into church, die wissen nicht, wie man anbeten they soll. don't know how to worship. Die wissen nicht, wie man Gottes Gegenwart unterhält. They don't know how to entertain God's presence. Aber wir wissen das. But we know. Und wir müssen es tun, And we have to do it. damit sie mit uns in die Gegenwart Gottes So hineinkommen they können. can come into the presence of God with us. Niemand hat je gesagt, No one has ever said, ich suche eine tote Gemeinde, I'm looking for a dead in church der es langweilig und ruhig where ist. it is boring and quiet. Die Leute wissen vielleicht nicht, was da genau passiert, wenn sie rumrennen und auf dem Boden liegen und The rumrollen. people may not know what's all happening if they're running around and lying on the floor, Aber sie sagen irgendwie, but they'd say, well, irgendwas ist hier anders. something's different. Irgendwas fühlt sich hier gut an. Something feels really right here. Ich verstehe es nicht ganz, I don't understand it fully, aber es war irgendwie gut. but it was great. Und ich will ein Teil davon sein. And I want to be a part of it. Zweiter Punkt, was ist Anbetung? Second point, what is worship? Wir haben einmal die Definition We have the definition von Anbetung, of worship ist bewundernde Verehrung. is to Marvelous worship. marvelous honoring. Bedeutet also, Meaning, für der, wer Gott ist. for who God is. Er ist mein König, He's my king, mein Freund, my friend, mein Helfer my helper, und so weiter. and so on. Definition Lobpreis The definition of praise ist jubelndes Preisen is screaming, praising für das, was er getan hat. for what he has done. Es ist ein Befehl Gottes. It is a Command. command of God. Psalm 150 sagt In uns, Psalm 150 it says, alles, was Odem hat, lobe den Herrn. everything that hath breath praiseth the Lord. So, wenn du atmest, So if you are poor, wenn du atmest, if you are breathing, dann ist es deine Verantwortung, Gott zu preisen. then it is your responsibility to worship God. Und wichtig ist, Anbetung findet immer statt. And also, worship is always taking place. Egal wen oder was. No matter what,
or where. Wir sind gemacht, um anzubeten. We are made to worship. Bedeutet, wenn wir Gott nicht anbeten, Meaning, if we're not worshiping dann God, beten wir irgendetwas anderes in we are unserem Leben worshiping an. something different. Weil Anbetung findet immer statt. Because there's always worship. Oh ja, 7 Minuten, sehr gut. Wie kann ich anbeten? How can I worship? Gott gibt uns klare Anweisungen, wie wir ihn anbeten sollen. God gives us clear instructions on how we can worship Him. In 3. Mose 10 In Leviticus 10, finden wir die Geschichte von Aarons Söhnen, we find the story of Aaron's sons, Nadab und Abihu. Nadab and Abihu, Und sie nahmen ein sogenanntes fremdes Feuer, and they took a Strange fire. strange fire. ein Feuer gemischt, wie der Herr es nicht geboten A hat. fire not mixed up the way that the Lord has given it to them. Und dieses Räucherwerk, das ist ein Bild von der Anbetung, wie wir sie heute geben And zum that Herrn. smoke is a picture of worship that we have today. Weil wir machen heute kein Räucherwerk mehr. Because we don't put up smoke anymore. Aber es ist unsere Anbetung. But it is our worship. Und Gott ist es so wichtig, wie wir ihn And anbeten, it's so important to God how we worship dass er hier in diesem Fall ein Feuer geschickt hat that here He even sent a fire und hat sie beide verbrennen and lassen, He let both of them burn weil sie das Räucherwerk nicht so gemacht haben, wie Gott es wollte. because they did not make the fire the way God wanted them to So do. ist es also wichtig für uns herauszufinden, wie wir Gott anbeten So it's sollen, important for us to find out how we should worship God. damit wir es richtig tun und es ihm gefällt. So we can do it right and it pleases Him. Und ein paar Jugendliche aus Mannheim wissen jetzt schon, worauf es hinausläuft. And a few youth people from Mannheim knows where this is going. Wir werden jetzt gemeinsam ein bisschen üben. We're going to practice a little bit together. Wir werden Bewegungen der Anbetung üben. We will practice movements while worshiping. Na, das heißt, ihr könnt alle mit mir aufstehen. Everyone stand up. Ja, und wir üben jetzt einfach mal ein bisschen für heute Abend schon mal. And we are going to practice for tonight. Es gibt verschiedene Bewegungen der Anbetung, die wir machen There's können. different movements of worship that we Und ich habe Schriftverse für all das, aber da haben wir jetzt keine Zeit And I dafür. have verses for everyone, but we don't have time. Ein Ausdruck, der mir sehr, sehr gefällt, One movement that I like a lot. das ist auch der Lieblingsausdruck aller Jugendlichen in Mannheim. It's also the favorite movement of every youth Es in nennt sich Mannheim. Shebach. It is Shebach. Ja. Und das bedeutet, It means schreiend, screaming Arme wirbelnd, and throwing your arms around auf den Feind zuzurennen. and to run towards the enemy like Und das that. ist, was Israel damals gemacht hat. And that's what Israel did back then. Ja, also die haben ihre Waffen gehabt, So they had their weapons, die Priester voran mit ihren Trompeten, and the priests were up there with their trumpets, ja, und die sind so auf die zugerannt. and they were running towards them like this. Kein Wunder, dass die Feinde Angst hatten. No wonder that the enemies were afraid. Ja, weil sie Gott gepriesen haben, bevor sie schon überhaupt im Kampf Because they were waren. worshiping God before they were even fighting. So, und dann denkst du, oh nein. And they're thinking, oh no, Kein Problem. no problem. Ja, auch das ist Anbetung zu Even Gott. that is worship to God. Ja, oder, Or, keine Angst, das machen wir jetzt nicht, don't be afraid, we're not going to do it. niederknien oder verbeugen. To kneel or to bow. Ja, sich verbeugen ist ein Zeichen der Demut, To bow is a sign of humbleness. aber or humility. niederknien kannst du nicht im Stehen machen. But to kneel, you cannot do that while standing. Bedeutet also, niederknien So that means going on your knees geht eine Stufe tiefer als verbeugen. goes one step deeper than just bowing. Und dann, wie es ganz am Ende ist, ist auf dem Boden ausgestreckt zu liegen. And then in the end it is to lie on the floor completely stretched out. Das ist, was David gemacht hat, als er für sein Kind gebetet hat. That is what David did when he prayed for his child. Bis auf den Boden erniedrigt vor Gott. He was down to the floor for God. Dann gibt es Weinen. Then there is crying. Also auch für die Jungs, Weinen ist ein Ausdruck der Anbetung. And even for guys, crying is a movement of worship. Es ist okay zu weinen. It's okay to cry. Sich erfreuen. To be happy. Und sich erfreuen, da denkt man oftmals, ja gut, man hat sich irgendwie gefreut. And to rejoice, it means, oh, okay, I got happy. Aber wenn man sich das genau anschaut, was da drin steht, auch als dann drin steht, Jesus freute sich, But if you look in there and it says that Jesus was rejoicing, dann war es nicht einfach nur so, yay, and it wasn't just, yay, schön, great, sondern but es bedeutet, it means sich zu drehen vor Freude. to turn around in joy. Ja, das haben wir gestern so ein bisschen schon gemacht So we did that a und little das bit werden wir auch yesterday, gemeinsam üben. and we're going to practice Ja, this right bedeutet also, wenn jemand sagt, freut euch im now. Herrn, So that means if someone says rejoice in ist es the nicht Lord, einfach nur lächeln, it's not just smiling, sondern bedeutet auch sowas hier. it also means something like this. Das ist ein Ausdruck der Anbetung zu Gott. That is a movement of worship to Und das ist God. okay, falls ihr das noch nie gemacht habt. And if it's okay, if you haven't done Herzlich yet, willkommen, Anbetung 101. welcome, Worship 101. Ja, wir probieren das jetzt alle mal gemeinsam aus, macht euch ein bisschen Platz. We're going to try, get some space, Ja, und keine Angst, and don't be wir afraid. sehen alle genau gleich blöd aus. We are all looking just as stupid as you. Und das ist okay.
And that's okay. Ja, weil wir sehen, wir machen es nicht für uns, Because we're not doing it for each sondern wir other, machen es für Gott. but we're doing it for God. So, lasst uns das einfach mal ausprobieren, ein bisschen üben, ein bisschen warm machen. Let's get warm and Ja, try. auf 3 einfach mal drehen. And on the count of 3, just turn around. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Gut, okay. Okay. Nun, diejenigen, die jetzt schon so wanken, And everyone that is kind of dizzy, ja, da wissen wir, we already know ihr wisst, ihr könnt es ein bisschen öfter machen. you could do this a little often. Nur Spaß. Dann springen. Jump. Ich denke, das weiß jeder. I think that's pretty much known. Ja, einen Siegesmarsch durchzuführen. To start a march of victory. Das ist das, was die Israeliten gemacht haben, als sie um Jericho herumgegangen That's sind. what Israel did when they walked Sie around sind einfach nur Jericho. marschiert. They just marched. Und auch das sehen wir immer seltener, aber auch ab und zu bei uns in den Gemeinden. And we see that a lot even in our church. Nicht mehr so oft wie Not früher. as often as Ja, das Marschieren. before, but marching. Ja, vor allem mit Corona war das auch dann immer mal ein bisschen schwieriger. Especially with COVID, it was kind of hard. Aber wir kommen wieder dahin. But we're going back to it. Singen. Ja gut, singen, das wissen wir. To sing pretty clear. In anderen Zungen zu To reden. talk in other tongues. Zu stehen. To stand. Zu sitzen. To sit. Zu klatschen. To clap. Und klatschen ist was ganz Besonderes. And clap is something very Da gibt es einen Kommentar und den fand ich eigentlich ganz cool. special, and there's a comment, and I think it's pretty cool. Der hat erzählt, dass Klatschen angefangen hat, nachdem die Israeliten aus Ägypten rausgegangen sind. It says that clapping started when Israel got out of Egypt. Als die Wasser geteilt waren, die durch waren und die ganzen Ägypter tot waren, When the waters were parted and all the Egyptians were in the sea, haben sie angefangen zu klatschen. they started to clap. Und das sollte widerspiegeln, wie die Ketten gebrochen sind. And that should basically show how the chains were falling. Ja, also dieses Kettenzerbrechen. So this breaking the chains. So, das heißt, wenn ihr klatscht, könnt ihr euch vorstellen, So that means if you're clapping, jedes Mal, wenn ihr klatscht, you can imagine every time you're clapping, zerbricht eine Kette. there is a chain that is being broken. Das war die Vorstellung, die die Israeliten damals That was hatten. the imagination that the Israelites had. Das heißt, es ist nicht einfach nur irgendwie, ja, klatscht eure Hände, So it wasn't just clap your hands, ja, mach halt mal, just do it, sondern es bedeutet, dass da Freiheit drin but it ist. means there's liberty in it. Und das sind Dinge, die euch helfen können. And these are things that can help you. Und ich weiß, And I know es ist am Anfang komisch. it's pretty weird in the beginning. Und ich habe tatsächlich noch kurz den Bonus, And now here's the bonus. weil oftmals höre ich, ja, ich fühle mich einfach nicht damit. Because often I hear, well, I just don't feel like it. Ich bin einfach nicht so. I'm just not like Ich that. bin kein Tänzer. And I'm not a dancer. Ja, ich bin nicht der irgendwie am Tanzen ist. I'm not the one that's Das, around das dancing. mache ich nicht. I don't do that. Da habe ich was für dich. I have something for you. Es sagt uns, It tells us, siehe, das Alte ist vergangen. look, the old has passed. Alles ist neu geworden. Everything has become Deine new. alte Person ist vielleicht kein Tänzer, Your old person may have not been a dancer, aber das neue Du ist ein Tänzer. but the new you is a dancer. Und es muss nicht schön aussehen. And it doesn't have to look Ne? great. Wer mich kennt, ich bin kein Tänzer. If you know me, I'm not a dancer. Es sieht grauenvoll aus, It looks terrible, aber es ist okay, es ist für but Jesus. it's okay because it's Und for er Jesus. liebt es, wenn wir And tanzen. he loves when we Er dance. liebt es, wenn wir aus Freude tanzen. He loves when we dance out of joy. Und wenn dann immer noch kommt, ja, aber ich fühle mich nicht danach, If you still say, I just don't feel haben wir like it. Matthäus 11, Vers 12. We have Matthew 11, verse 12. Aber von den Tagen Johannes des Täufers But from the days of John the Baptist bis heute, until today, heute, today, 2021, 2021, 6. August, August 6th, hier im Camp, at camp, leidet das Himmelreich Gewalt. the Kingdom of God Kingdom suffereth of- violence. Danke. Und die Gewalt tun, reißen es an sich. And the ones that are being violent, they are ripping it towards them. So, wenn du es nicht fühlst, So if you don't feel like dann it, ist nicht die Antwort, then the answer is not, ja, mach's halt trotzdem. okay, just keep doing it still. Do it anyway. Do it anyways. Weil das ist es nicht. Because that's not it. Sondern die Antwort ist es, mit Gewalt an dich zu But reißen. the answer is to take it on you Du musst violently. dich durchdrücken manchmal im You Gebet, have in to Anbetung. Push through sometimes in Du musst worship. manchmal dich durchdrücken im Preis. You have to push through in Du praise. fühlst dich vielleicht nicht You danach. may not feel like it, Aber das ist kein Grund, Gott nicht zu but preisen. that's not a reason to not praise God. Und deswegen, auch wenn du dich nicht danach And fühlst, that's even when you're not. That's why even when you're not feeling like it, tu es trotzdem mit ganzer Kraft und reiß es an dich. do it anyways with all of your might and put it or rip it back towards yourself. Weil der Teufel versucht, deine Anbetung zu bekommen. Because the devil is trying to get your worship. Der Teufel versucht, deinen Lobpreis zu And the bekommen. devil is trying to get your praise. Und wenn du es in der Gemeinde nicht gibst, And if you're not giving it in the church, dann wirst du es in der Welt irgendjemandem anders then geben. you will give it to someone else in the So world. lasst uns heute diese Zeit einfach mal nutzen im So Gottesdienst. let's today end the service. Take the time. Es ist der dritte Gottesdienst, der letzte. It's the third and last
last service. Lass uns aus unserer Komfortzone heraustreten Let's step out of our comfort zone und vielleicht was machen, was wir noch nie gemacht and haben. maybe do something that we've never done before. Ja, wenn ihr die ganze Zeit so gesprungen seid, Just jump like this all dann the spring time. mal so. Then jump like that now. Mach ein bisschen was anderes. Do something Und else. zeige Gott, dass du leidenschaftlich bist und ihm alles geben And willst. show God that you are passionate and you will give it. Viel Spaß dabei Have fun und ihr werdet sehen, was Gott alles tun and wird. you will see what God will do.